Hallo und willkommen. Heute lernen wir Deutsch mit einer spannenden Geschichte. Die Geschichte von David. Dieses Video gehört keiner bestimmten Religion. Es ist für alle. Während wir die Geschichte hören, lernst du wichtige deutsche Wörter und Sätze. In unseren Shorts haben wir die wichtigsten Wörter auch auf Englisch, Persisch, Türkisch, Arabisch und Russisch übersetzt. Egal ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, du kannst Deutsch lernen und gleichzeitig eine schöne Geschichte genießen. Also, lehn dich zurück, hör zu und verbessere dein Deutsch auf eine einfache und unterhaltsame Weise. David war der jüngste Sohn eines Mannes namens Isai. Seine Familie gehörte zum Stamm Juda. Während seine älteren Brüder im Heer dienten oder auf dem Feld arbeiteten, hütete David die Schafe seines Vaters. Er liebte die Natur, den Klang des Windes und das Singen der Vögel. Oft spielte er auf seiner Harfe, sang Lieder für Gott und betete im Stillen. Sein Herz war rein, sein Glaube stark. Niemand ahnte, dass dieser einfache Hirtenjunge einmal König werden würde. Eines Tages kam der Prophet Samuel nach Bethlehem. Gott hatte ihm gesagt, dass er in dieser Stadt einen neuen König finden sollte. Samuel sah alle Söhne Isais, groß, stark, schön. Aber Gott sagte jedes Mal, nicht dieser, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Dann rief Isai seinen jüngsten Sohn, David. Samuel sah ihn, und Gott sprach, das ist er. Samuel salbte David mit Öl. Von diesem Tag an war der Geist Gottes mit ihm. Kurze Zeit später war Krieg zwischen Israel und den Philistern. Die Philister hatten einen Riesen namens Goliath, über 2 Meter groß, schwer gepanzert, stark wie ein Bär. Er verspottete die Israeliten und rief, kommt, kämpft gegen mich. Wenn ihr gewinnt, sind wir eure Diener. Aber wenn ich gewinne, seid ihr unsere. Keiner wagte es, gegen ihn anzutreten. Da kam David ins Lager, um seinen Brüdern Brot und Käse zu bringen. Als er Goliath hörte, fragte er, warum fürchtet sich das Volk Gottes? Alle lachten über ihn. Du bist nur ein Hirtenjunge. Aber David sagte, der Herr, der mich vor Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Riesen retten. Saul, der König, gab ihm seine Rüstung, aber sie war zu groß und schwer. David legte sie ab, nahm nur seine Schleuder und 5 glatte Steine aus dem Bach. Er ging Goliath entgegen. Der Riese lachte. Komm her, Junge, ich werde dich den Vögeln zum Fraß geben. David antwortete, du kommst zu mir mit Schwert und Speer, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Er schleuderte einen Stein. Und der Stein traf Goliath an die Stirn. Der Riese fiel zu Boden. David hatte ihn besiegt. Das Volk jubelte, und David wurde zum Helden Israels. Nach dem Sieg über Goliath kam David an den Königshof. Er spielte Harfe für Saul, wenn dieser traurig oder unruhig war. Seine Musik beruhigte das Herz des Königs. David wurde bald ein treuer Krieger, tapfer und erfolgreich. Das Volk sang, Saul hat Tausende besiegt, David aber Zehntausende. Das machte Saul eifersüchtig. Doch David blieb dem König treu und ehrte ihn. Er floh in die Wüste, als Saul ihn verfolgte, aber er kämpfte nie gegen ihn. David sagte, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht verletzen. Diese Zeit in der Wildnis machte David stark, geduldig und weise. Er sammelte Männer um sich, die ihm folgten, weil sie an seine Gerechtigkeit glaubten. Nach Sauls Tod wurde David endlich König. Zuerst herrschte er über Juda in Hebron, dann über ganz Israel. Er wählte Jerusalem als Hauptstadt, eine Stadt auf einem Hügel im Herzen des Landes. Er brachte die Bundeslade dorthin, das heilige Symbol der Gegenwart Gottes.
Das Volk tanzte und jubelte, als die Lade in die Stadt kam. David selbst tanzte mit Freude vor der Lade, ohne Scham, voller Liebe zu Gott. David war ein gerechter König. Er kümmerte sich um die Armen, achtete auf die Gerechten und führte das Volk mit Herz und Verstand. Er stärkte das Reich, besiegte seine Feinde und brachte Frieden und Wohlstand. Am Ende seines Lebens war David ein weiser und gottesfürchtiger Mann. Er hatte viele Kämpfe erlebt, viele Prüfungen bestanden und große Gnade erfahren. David wusste, alles, was er erreicht hatte, kam von Gott. Er dankte ihm für Stärke, für Führung und für Vergebung. Gott versprach David, dass sein Segen mit seiner Familie bleiben würde. Darum glauben Menschen in verschiedenen Religionen, dass aus Davids Linie und aus seinem Glauben Hoffnung und Frieden für die Welt hervorgehen werden. Für Juden bleibt David das Symbol des kommenden Messias, des Königs des Friedens. Für Christen ist er der Vorfahre Jesu, des Gesalbten Gottes. Und für Muslime ist David, Davud, ein Prophet, der das Buch der Psalmen, den Zabor, empfing und das Volk mit Gerechtigkeit führte. Davids Erbe lebt in allen, die Gott lieben, Gerechtigkeit suchen und Frieden bringen. Die Botschaft Davids. David war ein Mann des Glaubens, des Mutes und der Liebe. Er war König, Prophet, Musiker und Diener Gottes. Er zeigte der Welt, dass wahre Größe nicht in Macht oder Reichtum liegt, sondern im Vertrauen auf Gott, im Mut, das Gute zu tun und in der Liebe zum Menschen. Seine Geschichte erinnert uns alle, Juden, Christen und Muslime, dass Gott den sieht, der ein reines Herz hat. Auch wenn wir klein oder schwach erscheinen, können wir Großes bewirken, wenn wir mit Glauben, Demut und Hoffnung leben. Denn der Geist Davids, der Geist des Glaubens und des Friedens, lebt weiter in jedem Herzen, das nach Wahrheit sucht. Vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns gehört hast. Wenn dir das Video gefallen hat, schreib einen Kommentar, like das Video und abonniere unseren Kanal. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video verpasst. Und schau dir auch unsere Shorts an. Dort lernst du die wichtigsten Wörter auf Deutsch, Englisch, Persisch, Türkisch, Arabisch und Russisch. Wir freuen uns auf dich in unserem nächsten Video. Bis bald.